Es gibt einen Megatrend, dass immer mehr Kriminalität aus dem analogen Bereich ins Internet geht. Es muss stets davon ausgegangen werden, dass ein Angriff vielleicht schon läuft oder jeden Moment passieren kann. Das wird kein Ende nehmen. Und da muss sich die Polizei eben auch aufstellen, um da eben auch die Täter zu fassen. Dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Behörden und Cyberkriminellen, das macht vielen auch Spaß in der Szene. Ohne dass man die Angriffe versteht, kann man sich nicht wirklich gut beschützen. Wir sind 10 nach 12 und stellen fest, das wird aber teuer gerade. Die Lage ist dramatisch. April 2021. Cyberkriminelle legen das IT-Netz des Handelsunternehmens Tegut lahm, verschlüsseln Daten, fordern Lösegeld. Über Wochen gibt es Lücken in den Regalen. Schließlich werden gestohlene Firmeninterna, Marktforschungs- und Kundendaten im Darknet veröffentlicht. Juli 2021. Cyberkriminelle verschlüsseln IT-Systeme der Haftpflichtkasse in Roßdorf bei Darmstadt, stehlen Bankverbindungsdaten von Kunden und Geschäftspartnern, veröffentlichen sie im Darknet. 2 Wochen braucht der Versicherer, um wie zuvor arbeiten zu können. Dezember 2019. Die Universität Gießen ist über 4 Wochen offline. Kein WLAN, keine Website, keine Mails, keine Buchausleihe. Seminare und Prüfungen fallen aus. Hacker hatten das System mit der Schadsoftware Emotet infiziert und Kontaktbeziehungen und E-Mail-Inhalte aus Postfächern ausgelesen. Erst im Januar 2021 wird das BKA gemeinsam mit internationalen Strafverfolgungsbehörden die Emotet-Infrastruktur zerschlagen. Auf perfide Art hatte sie es möglich gemacht, weitere Schadprogramme einzuschleusen. Sie haben dann als Nutzer eine E-Mail bekommen, die Ihnen bekannt vorkam. Das war jemand, mit dem Sie bisher auch schon Kontakt hatten. Und der Inhalt dieser E-Mail bezog sich auf eine Kommunikation, die Sie bereits geführt hatten. Und mit diesem Wissen versuchten die Täter, Sie dazu hinzuführen, auf einen angehängten Link zu klicken oder aber ein angehängtes Word-Dokument zu öffnen. Das Infizieren von Computernetzen gelingt Kriminellen im März 2021 auch bei EDAG in Fulda, einem der weltweit größten Ingenieurdienstleister der Automobilindustrie. Daten verschlüsseln, Lösegeld erpressen, Ransomware-Attacke heißt das Geschäftsmodell. Gern hätten wir mit Vertretern betroffener Unternehmen darüber gesprochen, doch niemand geht vor die Kamera. Warum nicht? Fragen wir Simran Mann vom Bitkom Digitalverband. Der Reputationsschaden, der stellt einen enormen Schaden für viele Unternehmen dar, die Angst haben, dass wenn eben publiziert wird, dass ein Cyberangriff auf sie stattgefunden hat, dass sie im Zuge dessen Kunden verlieren könnten, Partner verlieren könnten. Doch längst sitzen fast alle im selben Boot. 86% der deutschen Unternehmen haben im Jahr 2021 Schäden durch Cyberangriffe erlitten. 63% der Opfer wurden Kommunikationsdaten gestohlen, knapp einem Drittel Kundendaten. 29% verloren Finanzdaten, 18% geistiges Eigentum. Und bei 17% der Opfer wurden Mitarbeiterdaten abgegriffen. Laut repräsentativer Bitkom-Studie Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft 223 Milliarden Euro. Mittlerweile sind Cyberangriffe ein hochprofessionalisiertes kriminelles Geschäft. Andreas Papadaniel leitet eine IT-Sicherheitsfirma. Sie berät Unternehmen und bringt ihre Computersysteme nach Angriffen wieder zum Laufen. Wir sprechen da von organisierter Kriminalität, das sind Vollprofis und wie es auch bei uns diverse Berufsgruppen gibt, gibt es die auch da. Es gibt dann entsprechend Personal, das nur den Virus schreibt, es gibt Personal, das bei der Lösegeldzahlung unterstützt, es gibt Personal, das dabei hilft, die Verteilung der Malware durchzuführen und eben für diese ganzen Berufsgruppen gibt es unterschiedliche Rollen und auch Tätigkeiten. Für diese Berufsgruppen bietet die Corona-Pandemie ganz neue Perspektiven. Dank deutlich gestiegener Arbeitszeit im Homeoffice lassen sich die häufig nun weniger gut gesicherten Computernetze noch leichter angreifen.
Dann kommt noch dazu, dass wir immer mehr digitalisieren und dass die Täter einfach feststellen, dass die Straftaten einfach zu begehen sind, dass ein geringes Entdeckungsrisiko für sie besteht, dass hohe Gewinne erzielt werden können. Und das führt dazu, dass immer mehr Angriffe stattfinden. Das, was wir heute erleben, das wird morgen das neue Normal sein. Klingt geradezu nach paradiesischen Arbeitsbedingungen für Hacker und ihre Auftraggeber. Eine große Zahl deutscher Unternehmen sieht sich konfrontiert mit einer Situation, die immer bedrohlicher wird. Ich würde sagen, dass wir ein großes Ungleichgewicht haben. Auf der Seite der Angreifer, hochprofessionelle, gut geschulte Personen, die genau wissen, was sie machen. Auf der Seite der Unternehmen haben wir einen sehr starken Fachkräftemangel. Das bedeutet, dass sie in der Regel kein dediziertes IT-Sicherheitspersonal haben und müssen halt eben mit den Ressourcen versuchen, dagegen anzukommen. Und das ist quasi unmöglich. Im Juni 2022 trifft es in Hessen städtische End- und Versorgungsbetriebe. Darunter den Darmstädter Energieversorger Entega. Wieder ein Ransomware-Angriff. Daten verschlüsselt, Lösegeld gefordert. Das ging in der Nacht vom 11. auf den 12., also von Samstag auf Sonntag. So gegen 4 Uhr nachts haben die Kollegen das bemerkt. Ziel waren die Benutzerkonten unserer rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, in der Hauptsache geht es um E-Mail, aber es geht natürlich auch um Zugriff auf Dokumente, auf Formulare und so weiter. All das, was man auf dem Computer so zum täglichen Arbeiten braucht. Wir werden natürlich wie die gesamte Energiewirtschaft dauerhaft angegriffen, können aber Gott sei Dank die meisten Fälle abwehren. Das ist jetzt bei dem Ausmaß an krimineller Energie, das da an den Tag gelegt worden ist, leider nicht gelungen. Daten von Entega-Kunden wurden im Darknet veröffentlicht. Strom-, Wasser- oder Gasversorgung waren nicht beeinträchtigt. Diesmal noch nicht. Doch was geschieht, was wird geschehen mit unseren kritischen Infrastrukturen? Dieser Gang führt in eine Zukunft, die nachdenklich macht. Wenn Lorenz Coulet und seine Kollegen aus der 34. Etage herabblicken auf Frankfurt, dann scheint alles in Ordnung. Doch die Ordnung ist bedroht. Tagtäglich kämpfen dort unten wie weltweit Unternehmen gegen Cyberkriminelle. Es gibt Unternehmen, die nehmen das sehr ernst, genauso wie sie ihren Werksschutz haben, ihren Zaun haben, ihre Alarmanlagen haben oder auch ihre eigene Feuerwehr auf dem Gelände haben. Es gibt aber auch Unternehmen, die es eher auf die leichte Schulter nehmen und auf Englisch würde man sagen, some people learn the hard way. Wollen wir nicht. Wir wollen unterstützen und wir wollen die Welt ein Stück weit besser machen für alle. Dafür haben sie hier Teile der Welt aufgebaut, die es besonders zu schützen gilt. Industrieanlagen, modellhaft, Chemikalientanks etwa, digital überwacht und gesteuert. Die Simulation der Sortieranlage eines Logistikers. Hier demonstrieren Berater von PricewaterhouseCoopers, wie verletzlich Wirtschaft, Industrie und kritische Infrastrukturen sind. Showcases nennen sie ihre Beispiele. Ein Miniaturmodell-Ökosystem vom Kraftwerk über die robotergestützte Fertigung bis zum digital vernetzten Krankenhaus. Von hier oben kann Informatiker Benjamin Fanisani sich in einen cyberkriminellen Angreifer verwandeln und vorführen, was so möglich ist. Ein Hitzesensor an einer Gaspipeline. Registriert er Feuer, löst das Alarm aus. Doch Signale von Druck, Temperatur und Durchflusssensoren lassen sich manipulieren. Was jetzt ein Angreifer machen könnte, wäre, wenn er es schafft, diesen Kasten zu öffnen, mit einem sogenannten Raspberry Pi. Das ist ein ganz normaler Miniaturcomputer für wenig Geld. Heißt nichts Illegales, nichts Besonderes. Kann man genauso programmieren, dass man die Verbindung zwischen dem Gerät und der Steuerzentrale unterbrechen kann und man hier einen sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff startet. Nur wenige Eingaben sind nötig und schon wird die Steuerzentrale nicht mehr wissen, was tatsächlich an der Pipeline geschieht. Trotz Feuers nah am Hitzesensor kein Alarm. Kritische Infrastruktur, Opfer von Cyberkriminellen. Am 24. Februar, dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine, trifft es etwa 5.800 Windräder in Zentraleuropa. Sie lassen sich nicht mehr fernüberwachen und steuern. Russische Hacker hatten ein Satellitennetz, das in der Ukraine Internetzugang ermöglicht, angegriffen. Kollateralschaden, die Windradüberwachung.
Auch sie lassen sich angreifen. Roboter. Nahezu allgegenwärtig in industrieller Produktion und meist vernetzt. Zukünftig möglicherweise noch leichter, dann, wenn sie, um in der Fertigung flexibler zu sein, drahtlos gesteuert werden oder drahtlos miteinander kommunizieren. Das macht es natürlich wieder für einen Angreifer interessant, auf diese kabellose Kommunikation einzugreifen. Wir haben hier den Fall, dass wir beispielsweise an diese Drohne einen Sender anbringen könnten, mit dem man eben auf diese Kommunikation eingreifen kann. Das lässt sich aber auf viele Art und Weisen realisieren. So gefährden Cyberangriffe nicht mehr nur Computersysteme, sondern auch Leib und Leben. Je mehr automatisiert wird, je höher die Komplexität steigert, desto mehr Möglichkeiten für Angriffe kann es dort geben. Immer mehr Unternehmen sind vernetzt, interagieren miteinander. Dabei verschmelzen IT, Informationstechnologie und OT, operative Technologie. Die Gefahr für kritische Infrastrukturen wächst. Europarat und Europäisches Parlament wollen nun mit einer verpflichtenden Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit mehr Cybersicherheit schaffen. Nach den Konsequenzen fragen wir Jan Lemnitzer, gebürtiger Hesse und Professor an der Kopenhagener Business School. Es heißt praktisch, dass mindestens 100.000 Unternehmen, die bisher nicht reguliert sind in der EU, dann unter strikte Cybersicherheitsregulierungen fallen und sehen müssen, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden. Oder andererseits mit Strafzahlungen in Höhe von bis zu 2% des globalen weltweiten Umsatzes rechnen müssen. Goldene Zeiten für die Berater von PricewaterhouseCoopers und andere Cyber-Experten. Wer nicht genug in Cybersicherheit investiert hat, muss aufrüsten. Vom Nahrungsmittelhersteller bis zum Krankenhaus. Ob ein Angriff erfolgt, ist nicht die Frage. Nur noch wann. 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Daher muss ich davon ausgehen, dass ein Unternehmen kompromittiert wird. Erfolgreich kompromittiert wird und dass wir dann sagen, ein Unternehmen muss in der Lage sein, einen Angriff zu detektieren. Der darf nicht unentdeckt bleiben. Und wenn ich ihn dann schnell detektiert habe, dass ich dann auch eine schnelle Antwort, einen schnellen Response auf den Angriff habe. Und ich glaube, so bekämpft man modernen Cybercrime. Nur eines scheint sicher in der digitalisiert vernetzten Welt. Sie am Laufen zu halten, kostet Milliarden. Investiert in mehr Sicherheit. An ihr arbeiten sie auch hier, im Gebäude 43 der Hochschule Fulda. Eine Gruppe von Softwareentwicklern baut einen neuartigen Verteidigungswall gegen Cyberangriffe. Sie entwickeln ein intelligentes, kollaboratives Intrusion Detection System, kurz IDS. Eine Software, die besonders schnell Angriffe erkennen, Einbrüche in Computernetzwerke melden soll. Das Besondere? Es soll miteinander verbundene Netzwerke von Unternehmen und Institutionen besser und schneller verteidigen, als es die Einzelnen könnten. Professor Ulrich Bühler, der das Projekt leitet, erklärt das mal ganz analog. Es geht also darum, dass im Verbund von zum Beispiel hier 3 Unternehmensrechnernetzen in einem gemeinsamen Erkennungssystem, also in einem globalen IDS, ein Früherkennungssystem, eine bessere Sichtweise, mehr Ressourcen vorliegen und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit der Erkennung von Angriffen wesentlich höher ist als im Vergleich zu den einzelnen Sichtweisen in einem lokalen Unternehmensrechnernetz. Doch wie macht man das? Herkömmliche Sicherheitssoftware benötigt Spuren eines Angriffs, Signaturen. Die gibt es aber erst, wenn ein Angriff erfolgt ist. Erst dann können weitere Angriffe dieser Art erkannt und abgewehrt werden. Neuere Software weiß, wie sich ein Computernetzwerk normalerweise verhält. Es hat gelernt, Muster in normalen Datenströmen zu erkennen. Verändern diese sich, vermutet es einen bevorstehenden Angriff und alarmiert. Ich glaube, dass in einer vernetzten Welt, wie wir sie heute erleben, wo es einen kontinuierlichen Wettkampf zwischen Angreifern und Abwehrenden letztendlich gibt, einem kaum noch was anderes übrig bleibt, als zu kollaborieren. Wenn wir mal schauen, in der Menschheit oder der Menschengeschichte haben wir eigentlich auch durch gemeinsame Zusammenarbeit letztendlich Angriffe abgewehrt oder uns zur Wehr gesetzt. Und ich glaube, das ist an der Stelle tatsächlich der richtige Weg. Und möglicherweise auch der einzige, der bleibt.
Denn immer mehr Unternehmen kooperieren weltweit eng miteinander und tauschen dabei über ihre Rechnernetzwerke permanent Daten aus. Mit Hilfe maschinellen Lernens sollen sich verbundene Netzwerke gemeinsam schützen. Es ist ja ähnlich wie menschliches Lernen funktioniert. Man hat ein gewisses Muster. Wenn man das erkennt, dann kann man das Muster auch beibringen. Man kann es trainieren, man kann es, ich hätte jetzt fast gesagt, in der Hochschullehre auch irgendwie vermitteln. Und wenn ich es schaffe, eben dieses Muster auszutauschen, dann schaffe ich es, dass ein Angriff, der im Gesamtsystem vielleicht vorher unbekannt war, aber in Teilen entdeckt wird, dann auch sehr schnell für andere zur Verfügung steht. Und damit für ihre Verteidigung. Doch die Sache hat einen Haken. Je mehr zwischen Netzwerken kommuniziert wird und wenn sich dann auch noch deren Sicherheitsprogramme austauschen, desto mehr Einfallstore öffnen sich für Angreifer. Also muss der Datenverkehr verschlüsselt werden. Jede Nachricht, wie diese „Bitte hilf mir“, wird erst verschlüsselt und dann vom Empfänger wieder entschlüsselt. Das Allerwichtigste in jeder Zusammenarbeit ist Vertrauen. Das Vertrauen, dass jede Information, die ich sende, nicht missbräuchlich verwendet wird und nicht in falsche Hände gerät. Cybersicherheit ist heutzutage mit das teuerste in jeder Organisation. Die Top-Unternehmen geben wenigstens 10% ihrer Einnahmen aus für Sicherheit. Und der Aufwand wird in den kommenden Jahren nicht geringer, sondern eher noch größer werden. IT-Sicherheit ist kein Produkt, was Sie sich irgendwann mal irgendwo kaufen können. Und dann haben Sie das und dann ist der Fall erledigt. IT-Sicherheit ist ein immer fortlaufender Prozess, der natürlich wahrscheinlich endlos ist, was irgendwann mal dann natürlich auch dazu führt, dass die Systeme zusammen mit den Schutzmechanismen sehr komplex sind und wahrscheinlich dann kaum noch so richtig handelbar sind. Keine guten Aussichten. Doch noch geben sich die Wissenschaftler in Fulda optimistisch, sei es nicht so weit. Die Entwicklung ihrer kollaborativen Sicherheitssoftware, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird, wollen sie in 2 Jahren abgeschlossen haben. Software kann gegen Angriffe schützen, nicht aber gegen Täter, die ihr Geschäft im Dark Web betreiben. Mit einem von ihnen haben wir uns in Frankfurt verabredet. Mehr als 1 Million Kunden, 5000 Verkäufer und 40 Millionen Euro Umsatz. Verurteilt vom Landgericht Frankfurt zu 7 Jahren und 9 Monaten Gefängnis. Am Anfang hat man ganz viel miteinander geschrieben, die Chemie hat gestimmt, irgendwie, man hat sich über Themen ausgetauscht. Einer konnte sehr gut programmieren, der andere hatte eher so die Kompetenzen im Bereich Servermanagement und so. Und so haben wir uns gefunden über die Zeit. Und man muss auch sagen, ich habe tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch das Gefühl gehabt, dass wir 3 Freunde waren. Auf so eine ganz abstrakte Art und Weise, weil wir haben uns ja nie gesehen. Wall Street Market nennen die 3 Freunde, die sich im Netz kennengelernt haben, ihre Plattform im Dark Web. Vor allem Drogen werden hier gehandelt. Kokain, Heroin, Marihuana, Haschisch, LSD, Amphetamin, Ecstasy, aber auch andere illegale Güter wie gefälschte Dokumente, ausgespähte Daten und Schadsoftware. Technisch gesehen könnte man Wall Street Market mit eBay vergleichen. Das heißt, wir haben die technischen Rahmenbedingungen geboten, damit sich Käufer und Verkäufer treffen und dann auch entsprechend handeln können. Man verdient an den Verkäufen der dortigen Verkäufer mit über bestimmte Provisionssätze. 2-6%. Ziemlich lukrativ und gut verborgen im Internet. Nicht dort, wo die meisten von uns sich bewegen, auf Facebook und Instagram, wo wir bei eBay kaufen und googeln und auch nicht im sogenannten Deep Web, in dem wir geschützt Bankgeschäfte tätigen, uns privat austauschen oder die Wissenschaft Datenbanken unterhält, sondern hier, im Dark Web. Anonymisiert und teils verschlüsselt, zugänglich über den Tor-Browser. Hier sind illegale Marktplätze und Hackerforen. Es ist dunkel, es ist mysteriös, es gibt verschiedene User-Level, das ist so... Das hat für mich eine Anziehungskraft irgendwie gehabt, ne, damals. Und dann verschieben sich die Ansichten darauf, was ist legal, was ist illegal, was ist gut, was ist böse. Und man verliert auch den Bezug zu Opfern im Fraud-Bereich, im Darknet-Bereich, das, was wir gemacht haben, weil natürlich Cybercrime ist abstrakt. Und als Cyberkrimineller kann man sich sehr, sehr einfach machen, weil man sieht die Opfer nicht und die Konsequenzen. Und man muss sich damit nicht auseinandersetzen. Zumindest nicht bis zum Frühjahr 2019.
Wall Street Market wird ausgehoben und abgeschaltet. Stolz vermelden FBI, Europol, niederländische Polizei und das BKA ihren Ermittlungserfolg. Das ist ein entscheidender Schlag und ich glaube, ich bin gespannt auf die Reaktion jetzt auch der Kriminellen, weil sie sehen, so anonym ist das Darknet nicht. Also wir Sicherheitsbehörden sind sehr wohl in der Lage, hier auch Ermittlungen durchzuführen. In Frankfurt, in der Generalstaatsanwaltschaft, in der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, hat Oberstaatsanwältin Jana Ringwald Cyberkriminelle und ihre Aktivitäten genau im Blick. Der Schlag gegen die 3 Freunde aus Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und ihren Wall Street Market ist auch ihr ganz persönlicher Erfolg. Datenbasiert und international vernetzt. Dieses Ermitteln hat sich bewährt. Unser Hauptinstrument ist im Grunde herauszufinden, wo die Serverstruktur, die Infrastruktur solcher Darknet-Marktplätze belegen ist. Und das ist die Möglichkeit, uns von Server zu hangeln und eben herauszufinden, wo die und wie die kommunizieren und letztlich auch die Täter zu finden. Dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Behörden und Cyberkriminellen, das macht vielen auch Spaß in der Szene. Und man verhöhnt dann auch Behörden und fühlt sich überlegen. Ja, das ist so. Die Szene ist sehr arrogant. Aber diese Arroganz verschwindet halt ganz schnell, wenn die Behörden dann halt mal einen Treffer landen. Ja, das muss man auch sagen. Etwa 550.000 € in bar stellen die Ermittler nach Hausdurchsuchungen sicher. Genauso wie Luxusuhren und teure Sportwagen. Auch die Einnahmen in Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Daraus erlösen sie letztendlich 100 Millionen € für die Staatskasse. Grundsätzlich ist es so, dass die Täter sehr häufig ihre Gewinne in Bitcoin sichern. Bitcoin ist eine Zahlungsmethode, die anonym ist. Gleichwohl gibt es die Blockchain, das heißt, jede Transaktion ist über einen Nummerncode festgehalten und für jeden einsehbar. Es ist anonym, aber es gibt Möglichkeiten, es gibt auch spezielle Dienste, die entsprechende Datenanalysen vorhalten, die uns Möglichkeiten geben, im begrenzten Maße Dinge zurückzuverfolgen. Insgesamt muss man sagen, dass das Verfolgen der Spur an sich zum Teil sogar schneller und einfacher geht, als wenn Sie mit Konten operieren, wo Sie dann über mehrere Länder, über mehrere Kreditinstitute gehen müssen, um den Geldfluss im Einzelnen nachzuvollziehen. Anonymität von Darknet und Kryptowährungen. Die Wall Street Market Betreiber hat sie nicht geschützt. Sie gestehen und kooperieren. Am 2. Juli 2021 verurteilt das Landgericht Frankfurt sie zu mehrjährigen Haftstrafen wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels. Hätten Sie mich gefragt vor 4-5 Jahren, was können die deutschen Behörden in Sachen Cybercrime, dann hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Jetzt sehen Sie mich nicht mehr lachen. Doch nach illegaler Plattform ist vor illegaler Plattform. Hydra Market, weltweit größter illegaler Marktplatz, geschlossen am 5. April von BKA und Generalstaatsanwaltschaft. Täter bisher unbekannt. Wir müssen im Grunde die Täter mit ihren eigenen Mitteln schlagen und die sind grenzenlos und datenbasiert unterwegs. Und genau das müssen wir auch machen. Das ist eine große Aufgabe, es ist eine große Herausforderung, aber wir haben tatsächlich da einige Möglichkeiten, die wir immer mehr verbreiten müssen. Martin Frost bleiben mehr als 1 Million € Steuerschulden und die kleine Hoffnung, dass der Bundesgerichtshof seine Revision zulässt. Und es bleiben viele andere, die noch verlockt werden von den Möglichkeiten des Dark Web. Was Cyberkriminelle tun und anrichten, in Darmstadt am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie ist das Forschungsgegenstand. Lern- und Lehrinhalt. Ihr müsst versuchen herauszufinden, was ist denn passiert. Was ist zu Bruch gegangen, wurden Daten geklaut und was muss ich tun, um das Ganze einzudämmen und die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Einbruch in ein Computernetzwerk. Gut nur, dass dies eine Simulation ist, auf einer der weltweit führenden Plattformen dafür, im Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Vorbereitet ist auch eine üble Erpressung. Wir haben aus öffentlichen Quellen recherchiert, wer ist die Person, die dort für IT-Sicherheit zuständig ist und wo finden wir jemanden, der vielleicht nicht so versiert sein könnte, weil er eher in einer IT-Fremdenabteilung arbeitet, haben dann eine E-Mail erstellt und dort den Namen dieser IT-sicherheitsverantwortlichen Person als Absender hinterlegt. Dieser Absender war gespooft, also gewissermaßen gefälscht. Und die nicht versierte Person, die die Mail bekommen hat, für die war das okay. Mein IT-Sicherheitsverantwortlicher bittet mich, hier eine Anti-Phishing-Software zu installieren. Für die Person sah das erst einmal gut aus. Die ist darauf dann auch hereingefallen und
hat entsprechend uns dann Zugriff auf die Konten gegeben. Betrügen, ausspionieren, stehlen und erpressen. Cyberkriminalität ist das Lebensthema der israelischen Professorin Haya Schulman. Sie lehrt Informatik an der Frankfurter Goethe-Universität, ist Abteilungsleiterin des Fraunhofer-Instituts. Angriffsspuren sind ihr Lern- und Lehrinhalt. Auf der anderen Seite bauen wir Infrastruktur auf und teilweise haben wir auch aufgebaut, die wir kontrollieren, die uns gehört und wir mieten Angriffe im Darknet gegen uns. Sozusagen, wir beauftragen Angriffe gegen unsere Infrastruktur, sodass sie uns angreifen. Dadurch lernen wir, welche Infrastruktur verwenden die Kriminelle, um Angriffe durchzuführen. Dann können wir super effizient Listen erzeugen und an Organisationen verteilen, sodass sie diese IP-Adressen blockieren. Und dadurch können wir auch sehen, ob es neue Methoden gibt, die Kriminelle verwenden. Dieser Beruf ist ja natürlich spannend. Man muss immer dagegen denken, was kann schiefgehen. Ja, es gibt Berufe, in denen man denkt, wie etwas funktioniert. Und bei uns muss man immer denken, was kann schiefgehen. Es ist prinzipiell, würde ich sagen, wie Schachspielen. Nur, dass man jedes Mal neue Regeln ausdenken kann. Im Angriffsszenario jedenfalls ist die Zielperson in die Falle getappt. Sie hat nicht daran gedacht, was schiefgehen könnte. Sie hat der Anweisung in einer fingierten Mail vertraut. Erst einmal konnten wir die Dateien verschlüsseln, so dass sie nicht mehr zur Verfügung standen und dann ein entsprechendes Lösegeld in Form von einem Bitcoin verlangen, jetzt im fiktiven Beispiel, um die Daten wieder herauszugeben. Natürlich stehen die Daten auch uns als Angreifer zur Verfügung. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse dieser Firma auch entsprechend nutzen. Und die zweite Sache war, wir hatten natürlich das Mailkonto der Person zur Verfügung. Das heißt, wir konnten jetzt als diese Person wieder Kontakte der Person angreifen. Verbrechen, das um sich greift, blitzschnell, rund um die Welt. Und dafür braucht es nicht einmal Spezialisten. Jeder könnte angreifen. Es gibt Angriffe, die man für $5, $10 mieten kann, zum Beispiel. Wenn Sie Ihren Boss nicht mögen und Sie wollen Angriff gegen ihn, Denial of Service, gegen seine persönliche E-Mail, solche Sachen würden in Darknet verkauft. Mit wissenschaftlicher Akribie bringt sie mit ihrem Team Licht in das Cyberdunkel. Was uns interessiert ist, welche Kompromittierungen es gibt. Also wir machen Monitoren im Darknet, zu sehen, was wird geleakt. Wir sehen zum Beispiel irgendwelche Datenbank mit Passwörtern von einer Organisation. Manchmal wissen wir von Angriff oder Kompromittierung noch vor dem Opfer. Und jeder kann Opfer werden, weil wir fast immer und an jedem Ort einen Computer dabei haben. Und dann hatten wir einen Angriff auf ein Handy simuliert und dort auch das komplette Gerät übernommen, also die Möglichkeit, dort GPS-Daten abzufragen, Fotos mit der Kamera zu machen, Audio aufzunehmen oder eben auch das Gerät zu sperren. Und jetzt? Es ist wie in einem Schachspiel. Den Gegner studieren und vorausdenken, möglichst viele Züge voraus und sich so positionieren, dass von Anbeginn die Abwehr nahezu undurchdringlich organisiert ist. Wir führen Sicherheitstests durch. Am liebsten ist es uns natürlich, wenn jemand bereits vor der ursprünglichen Entwicklung kommt mit seinem Konzept. Wir uns dann anschauen, welche Angreifer könnten Interesse an dem System haben, auf welche Daten oder Prozesse könnten die es abgesehen haben. Daraus können wir dann Sicherheitsanforderungen an das System ableiten. Das heißt, je früher jemand zu uns kommt und Sicherheit in den Prozess integrieren lässt, desto billiger ist das am Ende und desto sicherer ist dann auch das Endergebnis. Eigentlich am Ende Cyberangriffe kosten uns viel mehr, als wenn man jetzt in Cybersicherheit investiert. Man muss ambitionierter werden. Das heißt, wir müssen, um unsere Wirtschaft oder Politik oder verschiedene Sektoren, kritische Infrastrukturen zu beschützen, brauchen wir neue Sicherheitskonzepte. Und das schnell. Für eine Zukunft, die auch in Fulda gestaltet wird. Beim EDAG, einem der weltweit größten Ingenieurdienstleister der Automobilindustrie. Er entwickelt Städte und Mobilität von morgen. Selbst Opfer von einem massiven Cyberangriff im Jahr 2021. Will man darüber nicht sprechen, nur nach vorne schauen in die Zukunft. In der sind Citybots genannte Fahrzeuge autonom und elektrisch auf den Straßen unterwegs, transportieren Menschen und Waren, voll vernetzt mit ihrer Umgebung und fähig zu kommunizieren. Den Verkehr stellen wir uns vor wie unser Blutkreislaufsystem. Bedeutet, wir suchen sehr viele Analogien aus der Natur, die hat ja für alles Lösungen. Und da ist eben unser Blutkreislaufsystem das logistische Masterpiece. Also alles ist permanent im Fluss. Wir haben keine Ampeln, keine Staus. Das wäre ja fatal für uns.
Und diese Metapher sozusagen wollen wir dann übertragen in das Szenario, wie der Verkehr in der Stadt auch funktionieren soll am Ende. Transport wird jederzeit und an allen Orten in der Stadt verfügbar. Auszuwählen, abzurufen und zu bezahlen über das Handy. Der Trick ist, autonome Fahrzeuge mit der Digitalisierung zu verknüpfen bzw. zu koordinieren. Das heißt, eine Software, wir nennen das Mobility Backend, koordiniert wie ein Marionettenspieler sämtliche Fahrzeuge in diesem Bereich und vermeidet dadurch Staus und erzielt auch die effizienten Fahrstrecken. Die Vision der EDAG-Entwickler: Die Stadt der Zukunft ist sauber, sicher, lebenswert, freundlich, leise und smart. Wie kriegen wir das sicher, Cybersecurity? Wie aufwendig ist das? Was braucht es dafür? Also aus dem Fahrzeug heraus werden wir da speziell keine Vorkehrungen da treffen, sondern das wird softwareseitig hoffentlich dann gelöst werden. Sicherlich eine Herausforderung nochmal. Wie lässt sich sicherstellen, dass in der Stadt der Zukunft ein Citybot, der auch ausgerüstet mit verschiedenen Modulen, zum Beispiel als Stadtreiniger unterwegs sein kann, nicht gehackt und gegen die Stadtbewohner eingesetzt wird? Wir haben verschiedene Verteidigungslinien. Auch hier gilt, die absolute Sicherheit gibt es natürlich nirgendwo, aber es gibt verschiedene Stufen, selbst wenn ein Angreifer über ein Netzwerk, Cloud, Backend, wie auch immer es schafft, dass das Fahrzeug trotzdem in einem solchen Fall eben in diesen sicheren Zustand geht und eben es nicht möglich ist, Lenkung, Bremse und so weiter zu manipulieren. Deswegen wird da auch sehr viel investiert, um genau diese Fälle auszuschließen und beziehungsweise das Risiko so weit zu minimieren, dass es einfach kein lohnenswertes Ziel ist. So muss man es ja sehen. Die Angreifer gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes und wenn das schwierig genug ist, dann werden die sich nicht dafür entscheiden. Vernetzte Digitalisierung bietet Cyberkriminellen neue Angriffsmöglichkeiten. Smart Factories etwa, die EDAG für Kunden unterschiedlicher Branchen entwickelt, verfügen über Sensoren, Chips, Rechnermodule, über Steuerungs- und Kommunikationsprogramme aus den USA, aus China, aus Europa. Potenzielle Einfallstore, gehackt oder von Wettbewerber oder staatlicher Seite vorbereitet zu Spionage und Sabotage. Wie können Sie jedem Teil, was Teil der Smart Factory ist, überhaupt vertrauen? Sie kennen vielleicht den Ausdruck divide et impera, also teile und herrsche. Der wird in der Softwareentwicklung sehr oft angewandt, um eine sehr komplexe, monolithische Anforderung in kleine, verdaubare Happen runterzubrechen. Wenn Sie diesen Ansatz jetzt auch für Ihre IT- und OT-Infrastruktur wählen, dann haben Sie kleine, beherrschbare Systemfelder, wo Sie mit Risikopatienten sehr gesondert umgehen können. So braucht es also in der durchdigitalisierten Fabrik Schutzwälle nicht nur nach außen, sondern auch innerhalb vernetzter Prozesse. Cybersicherheit, so das Unternehmen, erstrecke sich über sämtliche Konzept-, Consulting- und Entwicklungsphasen. Wie viele Mitarbeiter damit beschäftigt sind und was das kostet, dazu macht EDAG keine Angaben. Man muss natürlich immer schauen, was sind gerade die Risiken und wie kann ich da voraus sein. Aber es wird immer den Punkt geben, dass man wieder angegriffen wird. Die Frage ist quasi nur, wie schnell erkenne ich den Angriff? Kann ich ihn noch abwenden? Und wenn nicht, kann ich ihn sehr schnell eingrenzen, dass der Schaden minimal ist. Nie wieder angegriffen zu werden oder seine Systeme so sicher zu machen, würde quasi bedeuten, ich muss sie runterfahren und dann brauche ich sie nicht mehr. Also wenn ich keine Angriffsfläche bieten möchte, kann ich auch nicht arbeiten. Die Zukunft ist digital und vernetzt und Cyberkriminalität ist ein Teil von ihr. Absoluten Schutz dagegen gibt es nicht. Das hat man bei EDAG in Fulda erfahren müssen und entsprechend nachgebessert. Nachbessern, das weiß man auch in Mülheim am Main, müssen ebenfalls die Ermittlungsbehörden. Hier an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung begegnen wir angehenden Cyberkriminalisten im 3. Semester. Steffen Bug, Professor für Informationstechnik, ist schon mitten im Thema. Es geht gar nicht anders, also dass ein Täter an einem Tatort immer etwas hinterlässt und oder mitnimmt.
Ob analog oder digital begangenes Verbrechen. Spuren finden, Spuren sichern. Das wird zukünftig ihre Aufgabe sein. Hier und jetzt Daten einer gelöschten Festplatte wiederherstellen. Aber Sie haben hier, können Sie im Prinzip schon anfangen. Sie sehen ja hier ganz genau, kann man schon mal richtig, da können Sie schon mal analysieren. Vielleicht haben Sie erste Hinweise, was damit gemacht wurde. Anna Schmitz arbeitete bis zur Corona-Pandemie für Reiseveranstalter und Benedikt Loh war Pastor. Nun lassen sie sich zu Kriminalisten mit Schwerpunkt Cybercrime ausbilden. Eigentlich hat ja fast jede Straftat irgendwas mit Internet zu tun und ja, dadurch, dass die Polizei da vielleicht noch mehr Leute gebrauchen kann, finde ich einfach, das ist einfach reizend, dass man da auch einfach gebraucht wird. Wir sehen im Internet, dass sehr, sehr viele Spuren gelegt werden können, was für die Polizei schwierig ist, hinterherzukommen. Und dass man da einfach immer auf dem neuesten Stand der Technik versucht zu bleiben, um weiter am Ball zu bleiben, um eben die Möglichkeiten einzugrenzen, bei uns Straftaten zu begehen. Finde ich einfach, das ist eine interessante Sache. Das duale Studium Kriminalpolizei mit Schwerpunkt Cyberkriminalistik gibt es seit 2021. Die Studierenden haben, statt der gewöhnlichen 70 Stunden, 320 Stunden Ausbildung in Informationstechnik und Informatik. Steffen Bug ist einer der Väter der polizeilichen Cyber-Ausbildungsoffensive. Da ist natürlich viel kriminalistisches Gespür vonnöten. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir in allererster Linie aus diesen Menschen Polizeibeamte machen. Ja, die müssen sich nämlich überlegen, wo könnte denn eine Spur sein? Und sie müssen auch ein bisschen was davon verstehen, wie so ein Täter tickt, um dann an der richtigen Stelle zu suchen. Weil sie würden, das würde Überhand nehmen, wenn sie jetzt versuchen würden, jede noch so unmögliche digitale Spur zu sichern, um die auszuwerten. Hier werden junge Cyberspezialisten dringend gebraucht. Bundeskriminalamt Wiesbaden. Derzeit sind etwa 280 Stellen ausgeschrieben für Menschen mit IT- und Cyberkenntnissen. Es ist nicht einfach, IT-Fachkräfte zu gewinnen. Das weiß jeder, der Markt ist leer. Aber wir gewinnen solche, die einen Sinn in dem sehen, was sie tun wollen, die nicht so sehr darauf achten, ihr Gehalt zu maximieren, sondern für die Sinnstiftung im Vordergrund steht. Und die wir da bisher gewonnen haben, die arbeiten hochmotiviert, sind hochleistungsfähig und sind bisher auch bei uns geblieben im Wesentlichen. Auch Jana Ringwald, Oberstaatsanwältin in der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt, weiß um den Wert Cybercrime-interessierten Nachwuchses und wirbt um ihn. Wenn diese Leute was können, dann können die in der Privatwirtschaft sehr viel mehr Geld verdienen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber das, was wir bieten können, so zu ermitteln, ich sage das gerne mal mit dem Bild, hinter dem Gartenzaun zu ermitteln. Dort, wo Daten gegen den Willen Dritter erhoben werden können, da, wo nur noch wir ermitteln dürfen. Das ist tatsächlich ein Reiz auch für Techniker, für Cyberanalysten, für Ermittler, die auch technisch ausgebildet sind, denn die dürfen bei uns Sachen machen, die sie in der Privatwirtschaft nicht machen dürfen. Und diese Vision, dieses Ermitteln für den guten Zweck, das treibt tatsächlich auch viele junge Leute an, zu uns zu kommen. Zukünftige Cyberkriminalisten aber stehen vor großen Herausforderungen. Nur etwa 1/3 der Cyberstraftaten wird aufgeklärt. Das liegt vor allem daran, dass viele Täter gut anonymisiert aus dem Ausland agieren. So bleiben, selbst mit internationaler Ermittlerzusammenarbeit, viele Fälle unaufgeklärt, weiß Jan Lemnitzer, Professor an der Copenhagen Business School. Es ist kein sinnvoller Einsatz von Ressourcen, detailliert und nach höchsten Standards Verbrechen im Internet nachzuforschen, bei denen dann mit höchster Wahrscheinlichkeit am Ende ein Ransomware-Krimineller in Moskau oder ein Internetbetrüger in Lagos in Nigeria als Täter ermittelt wird, wo einfach vollkommen klar ist, dass die lokalen Behörden weder die Kapazitäten noch das Interesse haben, diesen Fall mit Strafverfolgung zu begegnen. Hinderlich auch föderale Strukturen in Cyberermittlung und Abwehr. Allein in Hessen sind 11 staatliche Institutionen mit Cybercrime und Security beschäftigt. Zuständigkeiten Wirrwarr, das sich nun lichten soll. Eine Initiative dazu hat die Bundesinnenministerin im Juli 2022 gestartet. Es reicht nicht, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Ländern Amtshilfe leistet, so wie gerade in den letzten Monaten sehr verstärkt. Bund und Länder müssen die Cybergefahren koordiniert entgegentreten.
Wenn die Ermittler im Rüstungswettlauf mit den Cyberkriminellen nicht ins Hintertreffen geraten wollen, dann gilt es, besser und schneller zu werden. Wir finden immer wieder einen Weg und versuchen eben auch die Behördenlandschaft, sowohl die Justiz als auch die Polizei anzutreiben. Denn wir arbeiten hier natürlich auch mit großer Motivation und auch einer gewissen Arbeitsfreude. Denn eins muss man sagen, es ist das spannendste Feld, das es in der Justiz und der Polizei gibt. Allerdings werden die zukünftigen Kommissare und Kommissarinnen ermitteln, wenn bereits etwas schiefgelaufen ist im Kampf um Daten und die Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Vorbeugen ist eine andere Strategie. Früh vorbeugen, wie hier in der Gesamtschule Niederwalgern bei Marburg. Themen: Internet, Social Media. Also die Vanessa aus der 5., die hat mich angesprochen. Die wurde irgendwie von irgendjemandem auf Instagram angeschrieben, den sie gar nicht kannte und wollte das auch eigentlich gar nicht und wollte jetzt ein paar Tipps von uns. Okay, wollen wir vielleicht erstmal gucken, was sie schon angegeben hat bei Instagram, um zu schauen, welche Tipps wir ihr geben sollten? Kannst du das mal kurz nachschauen? Ja. Ich bin 11 Jahre alt, sie geht an die GSN und ihr voller Name ist Vanessa Berg. Und sie möchte ja gerne Hilfe von euch haben. Was wäre denn was, wo ihr sagt, das sollte man auf gar keinen Fall bei sich angeben, in den sozialen Netzwerken oder bei Instagram? Man sollte auf jeden Fall nicht seine Adresse angeben, weil sonst Leute ja ganz einfach zu einem nach Hause fahren könnten. Und man sollte zum Beispiel auch nicht die Schule angeben, also die GSN jetzt in dem Fall, weil man könnte ja dann auch zu der Schule fahren und da irgendwie stalken oder sonst jemanden fragen, wo sie wohnt. Man sollte auch die Telefonnummer oder E-Mail nicht angeben. Mara Belger und Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse treffen sich einmal in der Woche. Diesmal geht es um Cybersicherheit am Beispiel eines fiktiven Instagram-Accounts. Sie sind eine Arbeitsgruppe im Projekt Make IT Safe. Sie machen sich fit, um anderen Kindern an der Schule als Coaches zu helfen, im Umgang mit Computer und Handy. Was fällt euch noch ein? Also man sollte auf jeden Fall nicht seinen vollen Namen angeben, weil da kann man schnell die Adresse rausfinden oder die Telefonnummer im Telefonbuch. Man sollte auch nicht persönliche Fotos, also zum Beispiel Selfies, Fotos von seinem Hauszimmer oder Haustieren. Und man sollte auch das GPS ausstellen, da man so sonst zurückverfolgen kann, wo das Foto gemacht wurde. Stunden ihrer Freizeit verbringen die Siebtklässler mit ihren Handys. Welche Spuren hinterlassen sie dabei? Wem könnten die für welche Zwecke nutzen? Wie lassen sich Täuschung, Betrug und Datenklau vorbeugen? Skeptisch und aufmerksam zu sein ist wichtig. Jede Eingabe will gut überlegt sein. Wenn ich meine E-Mail-Adresse einfach irgendwo angebe, ist ja nicht schlimm, ist ja nur meine E-Mail-Adresse. Was will man denn mit meiner E-Mail-Adresse anfangen? Weiß man in dem Alter ja gar nicht. Nur dann kriege ich Werbe-E-Mails, dann kriege ich Phishing-E-Mails. Vielleicht kriege ich auch E-Mails, wo ein Link ist mit, wir brauchen ganz schnell eine Bestätigung zu einem Profil oder sowas. Und dann denkt man vielleicht als Jugendlicher oder Jugendliche, oh nein, jetzt muss ich mich beeilen. Es wird ja auch Druck aufgebaut. Man drückt schnell drauf, macht es fertig. Und das bietet dann Leuten die Möglichkeit, die persönlichen Daten zu klauen und damit alles Mögliche zu machen. Computer und Handy sind hilfreiche Werkzeuge, aber verbunden mit Internet und sozialen Netzwerken lauern immer auch Gefahren. Ich habe schon mal SMS bekommen, wo ich halt draufklicken sollte auf irgendeinen Link. Neulich kam auf meinem Handy irgendwie so eine Fake-Mitteilung. Das wurde mir nachher dann irgendwie mitgeteilt nochmal, dass mein Handy irgendwie gehackt wurde. Das hat aber dann nicht gestimmt. Dann wurde ich auf irgendeine App verlinkt, die aber nichts mit Sicherheit oder so zu tun hatte. Auch Martin Frost, der einst im Dark Web illegale Geschäfte machte, besucht immer wieder Schulklassen. Er hat die Seiten gewechselt, will aufklären und warnen. Diese Gefahr der Cyberangriffe, die wird unterschätzt, weil du kannst Länder lahmlegen, du kannst im schlimmsten Fall Blackouts provozieren. Ja? Der große Krieg, den gibt es schon lange im Verborgenen, das kriegen wir noch nicht mit. Der wird nicht mit Panzern und Menschen geführt, sondern der wird mit Cyberattacken geführt.
Make-IT-Safe-Projekte wie diese werden mehr denn je gebraucht. Denn die jüngsten Computer- und Smartphone-Nutzer sind es, die die Zukunft unserer vernetzten Welt gestalten werden. Ihr Motto, Mach IT sicher, schon fast ein Hilferuf.